Mein Name ist Jörg Groß und ich bin verantwortlich für den Bereich Application Engineering sowie Projektmanagement und seit 21 Jahren bei der Firma Weinmann tätig. Zunächst einmal muss er sich Gedanken machen, wohin will er sein Unternehmen entwickeln. Das heißt, will er Marktführer werden im Holzbau, möchte er nur größer werden, hat er aktuell den Bedarf, dass er vom Einfamilienhaus in Mehrfamilienhausbereich geht oder sonstige Überlegungen. Das sind die ersten Überlegungen, die er machen muss. Das heißt, er muss seine Strategie festlegen. Wenn er das gemacht hat, muss er sich über seine Hallengröße Gedanken machen und über sein Produktionsvolumen. Wenn er das alles hinter sich hat, muss er weitergehen und überlegen, wie ist seine Arbeitsvorbereitung aufgestellt. Hat er überhaupt eine Arbeitsvorbereitung? Weil das ist das Wichtigste, wenn er in die Automatisierung gehen möchte. Wenn er keine Arbeitsvorbereitung hat, wäre zunächst die Frage zu stellen, welches CAD muss er sich aussuchen? Wo geht er hin damit? Was für ein CAD braucht er insgesamt? Das heißt, braucht er mehr Wandfertigung, braucht er mehr Dachfertigung, braucht er mehr Deckenfertigung? Das sind alles Themen, mit denen muss man sich vorher beschäftigen, bevor man überhaupt in eine Automatisierung der Anlage geht. Grundsätzlich schauen wir uns die Gegebenheiten der Halle vor Ort an. Das heißt, wir schauen, wie groß ist die Halle, wie breit ist die Halle, welche Hakenhöhe hat der Kunde, ist sehr wichtig. Kranhöhe ist schon ein großes Kriterium. Ist die Halle beheizt, nicht beheizt? Haben wir einen Fußbodenaufbau, in dem die Heizung im Fußboden ist, oder wird sie sonst wie beheizt? Dann schauen wir uns den aktuellen Produktionsablauf an. Wir schauen, welche Technik ist bereits vorhanden. Wenn keine Technik drin ist in der Halle, dann haben wir es relativ einfach, weil dann können wir frei planen. Und dann gehen wir mit dem Kunden die ganzen Prozesse durch. Das heißt, das Wichtigste in der Planung ist der Prozess. Was kann der Kunde heute schon abbilden an Prozessen? Zum Beispiel macht er nur ein Riegelwerk und eine Platte drauf und ist dann fertig. Macht er ein geschlossenes Element, macht er auch Dach- und Deckenelemente, macht er Gauben und Giebelwände. Das alles muss man anschauen. Und erst dann kann man die komplette Anlagentechnik planen. Weiterhin schauen wir uns dann hinten raus an, hat er Lagerfläche zur Verfügung, geht es gleich auf den LKW, oder muss er auch Fenster einbauen, muss er putzen oder eine Sonderfassade einbauen. Wir schauen uns auch den Bereich der Installationsebenen an und auch der Leitungsführung. Wenn das alles klar ist, dann können wir einen kompletten Prozess abbilden und auch die Technik auslegen. Zunächst einmal hat eine automatisierte Produktion den Hauptvorteil, dass man eine sehr hohe Qualität produzieren, und zwar konstant. Das heißt, das erste Element, das zweite und das dritte werden immer in der gleichen Qualität und in der nahezu gleichen Taktzeit oder Geschwindigkeit produziert. Das ist ein Riesenvorteil, weil ich dann eine hohe Planungssicherheit bekomme. Zweiter großer Vorteil ist der Fachkräftemangel, der in aller Munde steht. Ich kann heute eine Anlage, die ungefähr, sagen wir mal, 50 Häuser im Jahr produzieren kann, mit ca. 3 Personen betreiben. Dann brauche ich natürlich noch eine Arbeitsvorbereitung entsprechend. Die hat vielleicht auch 3 bis 4 Personen. Aber ich brauche keine 15, 20 Mitarbeiter in der Fertigung, die danach schauen, dass die Teile da sind, dass zusammengenagelt wird, dass gefräst oder gesägt wird, sondern das macht alles die CNC-Technik für uns heute. Ich habe einen viel besseren Materialfluss in der Produktion. Ich habe definierte Materialstandorte. Ich habe Materialwege. Ich habe einen Staplerweg zum Beispiel, der definiert ist. Ich habe einen Rohmaterialfluss. Ich habe einen Zugang und einen Abfluss von Material, der hart definiert ist und den ich immer einhalten muss. Das sorgt insgesamt für eine wesentlich effizientere Produktion, wie wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Häuser ohne Technik in irgendeiner Halle bauen muss und an 15 Stellen gleichzeitig Material liegen habe. Das kostet mich einen Haufen Geld und ist ineffizient. Außerdem haben wir noch das Thema Arbeitsergonomie. Mit den heutigen Hebezeugen kann man schwere Lasten einfach heben. Wir sind etwa auf 700 mm Arbeitshöhe, dann kommt Elementhöhe noch dazu mit vielleicht 250, 300 mm. Das heißt, ich kann im Stehen arbeiten, ohne immer mich bücken zu müssen. Vor allem für den Rücken ist es sehr angenehm. Einen konkreten Richtwert kann man nicht sagen. Man muss natürlich schauen,
Wenn ein Zimmermann sagt, er baut nur als Beispiel 5 Häuser im Jahr oder das Äquivalent in Fläche dazu, dann wird es sehr schwierig, dass man ROI berechnen kann. Wenn es jetzt in Richtung 10 oder 15 Häuser oder das Äquivalent in Quadratmetern geht, dann ist man in der Position, wo man sagen kann, jetzt lässt sich's rechnen. Wir haben einen vernünftigen ROI, der sich über, zumindest in Deutschland oder in der Dachregion, sich im Bereich von 5 bis 7 Jahren bewegt. Also um die Frage konkret zu beantworten, man sollte wenigstens größer 10 Häuser oder das Äquivalent dazu im Jahr bauen, damit man eine Automatisierung einbauen kann. Das bezieht sich jetzt nicht auf Ab- und Anlagentechnik, sondern auf die Elementfertigung. Also es gibt nicht die eine ideale Produktionsanlage, aber die Firma Weinmann plant für jeden Kunden seine individuelle Lösung und damit hat jeder Kunde seine optimale Produktionsanlage. Wie ich vorher schon sagte, schauen wir uns die Prozesse sehr genau an, schauen uns die Hallen genau an und auf diese Konstellation hin entwickeln wir eine Lösung, die perfekt für den Kunden ist und auch ideal passt.